Hallo, hier sind wieder Patrick und Christian von AKA. Hallo zusammen. Und heute stellen wir euch mal einen ganz wichtigen Bereich unseres Produktsortiments vor, unsere Riffkeramik. Ja, wir machen Riffkeramik selbst bei uns hier am Standort, haben da unsere eigene Fertigung. Und ja, Christian, vielleicht erzählst du mal ganz kurz ein bisschen was zur Riffkeramik im Allgemeinen. Was ist der Vorteil von der Riffkeramik? So, Riffkeramik, die wir jetzt herstellen, besteht aus sehr hochwertigen Rohmaterialien. Unser Anliegen bei der Riffkeramik ist es halt dabei, sag mal, die Riffe zu schützen, die Naturentnahmen zu verringern, was Lebengestein betrifft. Und ja. Okay. Ja, viele haben bei Riffkeramik immer noch so einen leicht faden Beigeschmack. Hatte ja immer mal einen schlechten Ruf gehabt. Das klären wir eigentlich immer kann man relativ einfach aufklären, liegt eigentlich immer damit zusammen, dass eine Riffkeramik immer aus dem gleichen Grundmaterial oder ziemlich dem gleichen besteht, Silizium, und man eben etwas beimischt, was beim Verbrennungsvorgang dann eben verbrennen sollte, keine Rückstände hinterlassen sollte, aber eine schöne Struktur, wie wir sie hier haben, hinterlässt. Und hier gab es eben einfach, ja, sagen wir so, hier gab es die Möglichkeit, ich kann alles reinmischen, es muss nur verbrennen, und wir haben eben was in unserer Riffkeramik, was rein natürlich ist und euch eben keine Rückstände hinterlässt, und das ist ein ganz wichtiger Vorteil, und deswegen ist unsere eigentlich auch so beliebt. Und die Riffkeramik selbst ist im Grunde wasserneutral. Natürlich hat man durch den Produktionsprozess immer Anhaftungen, die im Aquarium weggehen können. Darum empfehlen wir auch immer, die zuvor entweder abzubrausen oder, wenn man je nach Leitungswasserqualität die Keramik dann auch im Vorfeld mal zu wässern, dass einfach diese Rückstände weggehen, weil diese Rückstände können dann eben auch einen erhöhten Silikatwert auslösen im Aquarium. Und ansonsten, wie gesagt, wird hier nichts abgegeben, ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Hängt auch immer mit der Brennkurve zusammen. Da haben wir, sagen wir mal, die ideale Brennkurve gefunden. Und dann verhält sich auch die ganze Keramik wasserneutral. Okay, also könnt ihr wirklich ruhigen Gewissens bei euch einsetzen. Eine spezielle Anleitung dazu findet ihr auf der Website. Verlinken wir euch, denke ich, auch nochmal unter dem Video. Da könnt ihr euch ja nochmal alles Schritt für Schritt auch nochmal durchlesen. Wir sehen hier zwei Standardteile aus unserem Standardsortiment. Einmal unser Riffbogen Extra und unser Flying Reef. Ihr kriegt ein großes Sortiment an Standardteilen. Also wir haben ein sehr großes Sortiment an Säulen, Brücken und so weiter. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir selber im Hause produzieren, im Grunde jegliche Sonderanfertigung umzusetzen. Also reicht uns eigentlich, ihr schickt uns eine E-Mail, ihr ruft uns an, ihr kontaktiert uns auf Social Media. Es reicht uns eigentlich eine Skizze. Dann werden die Ideen mit euch zusammen entwickelt, dann machen wir euch ein Muster und chatten euch Fotos, und ihr könnt da wirklich individuell noch agieren. Und bislang haben wir da eigentlich jeden Geschmack getroffen, jede Idee umsetzen können. Da sind wir sehr individuell auch noch aufgestellt. Genau. Ja, muss ich bei Riffkeramik noch irgendwas beachten? Gut, wir empfehlen immer, man muss sie nicht unbedingt wässern, es reicht auch abbrausen, aber natürlich ist das Ideale, wenn ich die Möglichkeit habe, sie nochmal in einem geeigneten Gefäß mit Strömung und Osmosewasser und einem Silikatabsorber, bestenfalls unserem Sili-Out, Silikatabsorber, genau, zu wässern. Das ist natürlich das Optimum, wenn ich das machen kann. Aber ansonsten gibt es etwas zu beachten, was ich bei der Verwendung, was dir jetzt einfällt, was ich beachten sollte, müsste? Speziell, wenn ich es ins Aquarium einsetze oder neue Aufbauten machen, eben darauf achten, dass die Keramik stabil im Aquarium steht, dass es später dann halt nicht umfällt und da zu irgendwelchen Schäden dann führt. Aber speziell beachten muss ich jetzt da nicht. Okay, eine Frage, die eigentlich sehr häufig aufkommt, ist Keramik auf den Sand oder den Sand an die Keramik anfüllen? Man kann es oder man macht es ja eigentlich so, dass man die Keramik dann in bestehenden Becken auf den Sand stellt. Was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist, was oft mal im Internet gelesen wird, dass viele so Acrylglasplatten oder so drunter stellen und dann erst die Keramik drauf. Hat dann den Effekt, unter der Acrylglasplatte entsteht dann der Kapillareffekt, es zieht sich der ganze Schmutz drunter und irgendwann hat man später mal diese Gammelecken. Wo dann Nitratphosphat entsteht, man weiß nie, wo es herkommt. Also dann am besten die Keramik immer direkt auf den Sand stellen. Dann auch immer darauf achten, dass genügend Schnecken, Einsiedler und dergleichen im Aquarium sind, um das einfach, sagen wir mal, diese ganzen Gammelecken etc. zu verhindern. Okay. Was ihr natürlich noch für einen Vorteil habt an dieser sehr porösen Struktur ist, dass es die ideale Siedlungsfläche für Bakterien auch ist. Also wenn ihr eure Bakterien drin habt, zum Beispiel aus Special Blend Night Out, den bekannten Produkten,
Alles, was bei euch die Biologie macht, ist hier für die optimale Grundlage. Genau. Wir blenden euch auch gerne noch mal ein Bild ein, wo ihr einen Querschnitt von der Keramik seht. Schmeißen die jetzt mal nicht runter. Wäre schade drum. Aber mal einen schönen Querschnitt, da seht ihr auch wirklich, dass die durch und durch porös ist. Genau. Wir empfehlen auch immer noch dazu, was man machen kann, um diese Biologie noch mehr zu beschleunigen beim Einsetzen. Ihr könnt mit unserem Gelfilter arbeiten. Gelfilter wäre eine Alternative, dass man sagt, okay, man nimmt den Gelfilter, drückt den, sagen wir, in die Dosierkappe rein, nimmt einen Pinsel und bestreicht die Keramik fein damit. Okay. Empfehlen wir aber mehr bei schon eingelaufenen Aquarien. Also wenn man in ein eingelaufenes Aquarium Keramik wieder hinzusetzt. Okay, und auch wirklich reicht sparsam einpinseln, also nicht mit dem Gelfilter mit der Flasche drüber gehen und die komplette Keramik bestreichen. Es ist einfach nur so ein Animpfen nochmal, um einfach den Bakterien nochmal eine bessere Starthilfe zu geben. Genau. Ja, und da ist auch die Frage, wie sieht es mit Kalkrotalgen aus? Immer bei der Keramik, denke ich mal, ist es ja so, die Form bleibt euch bestehen, aber am Ende solltet ihr von der Keramik nichts mehr sehen. Ist dann auch immer die Frage nach der Farbe. Die werdet ihr so ja nicht lange im Becken sehen, weil unsere Keramik sehr schnell überwächst. Aber wie sieht es da mit Kalkrotalgen zum Beispiel aus? Kalkrotalgen ist es halt so, oder allgemein bei der Keramik ist halt so, ich habe den Vorteil, ich bringe mir mit der Keramik keine ungebetenen Gäste in Form von Kalkrotalgen, Borstenwürmer und dergleichen ins Aquarium rein. Kalkrotalgen fehlen dann natürlich auf der Keramik, aber da empfehlen wir jetzt dann unseren Kalkrotalgenbooster zu nehmen, einen kleinen Lebengestein zum Beispiel oder anderen Gesteinen, wo schon Kalkrotalgen drauf wachsen, diese dann abzukratzen, mit einem Kalkrotalgenbooster zusammen ins Aquarium zu geben und dann ist auch die Riffkeramik innerhalb von ein paar Wochen bewachsen und im Grunde von Lebengestein nicht mehr unterscheidbar. Wir haben immer circa Werte, also da bitte nicht böse sein, wenn es mal 1-2 Zentimeter schwankt, das ist normal. Es wird halt alles in Handarbeit hergestellt, wir haben keinerlei Formen für diese Produkte. Unsere Mitarbeiter geben da immer das Beste, dass das gleich aussieht, aber dadurch, dass es eben Handarbeit ist, gibt es da auch minimale Abweichungen. Genau, aber das ist ja eigentlich der Vorteil für euch. Das heißt, ihr habt nichts von der Stange, es ist hier nicht ein Becken wie das andere. Natürlich sieht der Riffbogen extra immer so aus, aber da kann natürlich auch mal ein Ableger etwas länger, etwas kürzer sein. Es ist wirklich individuell, aber dadurch eben auch individuell für euch gestaltbar. Genau. Genau, ja. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wenn ihr mal Bilder sehen möchtet, guckt einfach auf unsere Social-Media-Kanäle. Die Riff-Keramik ist jetzt seit mehreren Jahren sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, wir sind da eigentlich... Wir haben etliche Referenzen. Genau, weltweit mittlerweile. Das ist ja wirklich Wahnsinn, wie gut das angenommen wird. Freut uns natürlich. Und wenn ihr dann Aufbau haben möchtet, Sonderaufbau, solche Geschichten, meldet euch bitte einfach. Wir sind da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Empfehlen euch auch gerne den nächstgelegenen Händler, der das Sortiment da hat, dass ihr euch einen Standardaufbau machen könnt. Ja, und freuen uns immer über Bilder als Rückmeldung. Das ist immer schön, immer gerne Vorher-Nachher-Bilder. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch im Social-Media-Bereich per Telefon, per E-Mail. Ja, gerne auch zu anderen Produkten sind wir immer bereit, stehen wir immer mit Rat und Tat zur Seite. Ja, dafür sind wir da. Also wir lassen da keinen allein mit den Produkten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.